Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute geht es weiter beim Corvette-Projekt. Und zwar habe ich hier den Rahmen jetzt auf einen Anhänger verladen. Der liegt auf jeden Fall schon mal safe hier. Und dadurch haben wir ein bisschen mehr Platz hier in der Werkstatt. Andrea hat noch was anderes Besonderes besorgt. Und zwar hier diesen Drehspieß. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr spezielles Gerät, welches dabei behilflich ist, die Karosserie besser bearbeiten zu können. Also die wird mit den Bodymounts da drauf gespannt. Also wir versuchen jetzt hier die Karosserie quasi dort drauf zu setzen und dann kann man das Ganze hier hoch und runter bewegen und von der Seite dann auch bearbeiten. Die Karosserie kann man dann auf den Kopf drehen. Man kann seitlich sehr gut arbeiten und das hilft einem halt bei den ganzen GFK-Arbeiten. Ja, hier haben wir die Karosserie auf dem Anhänger dann wieder Richtung Hebebühne geschoben. Das war wichtig, damit wir die Karosserie wieder aufhängen können, um eben diesen Drehspieß da drunter zu schieben. Der Anhänger war jetzt auch nicht besonders schwer zu schieben, weil die Karosserie jetzt auch nicht sonderlich schwer ist. Daher hat das ganz gut funktioniert. Das ist ein bisschen weit, ja, ich glaube. Das ist eigentlich ganz gut so. So, jetzt haben wir die Karosse wieder angehoben und schieben den Anhänger raus. So, und anstelle von dem schönen Anhänger kommt jetzt hier unser Drehspieß dort rein. Der ist wie gesagt nur ausgeliehen, aber ich denke mal, der macht einen ganz guten Job, weil wir damit mehr Möglichkeiten haben, eben von allen Seiten darauf zuzugreifen. So, jetzt wird dieses Gestell darunter positioniert. Und dann gibt es hier solche Quertraversen, auf denen dann die Bodymounts festgeschraubt werden. So, das hier sind die Quertraversen, von denen ich gesprochen habe. Die werden jetzt darauf fixiert und dann kommen hier an die Seite dann die Halter für die Bodymounts. Die werden jetzt unter dem Fahrzeug positioniert und jetzt muss man die jeweils ausrichten, dass die hier zu den Bohrungen der Bodymounts passend sind. Wir richten jetzt hier die Stützen aus, damit die genau aufs Auto passen. Dreht mit. Ja, ein bisschen. Alles schön. Kannst du jetzt alle nacheinander anknallen?
So, jetzt geht die Fahrt los hier in der Corvette. Ich löse mal gerade hier unten die Bremse. Wir haben hier Fußbremse. So, jetzt kann es losgehen hier. Ja, lenkt sich noch ein bisschen schwierig, so ohne Servo. Aber es geht eigentlich. So, jetzt fahren wir die mal zu einem Plätzchen, wo wir auch ein bisschen die drehen können. Also Bewegungsfreiheit ist super hier. Lenkradius einwandfrei, würde ich sagen. Funktioniert. Wir mussten gerade feststellen, dass wenn man das Drehgestell nicht hier anhebt, wir haben das jetzt hier auf so einer Hebebühne ein Stück angehoben, dass das sich dann nicht komplett um die eigene Achse drehen lässt. Deswegen haben wir hier den hinteren Teil ein Stück hochgehoben und das Ganze hier auch nochmal abgesichert mit 2 Spanngurten, die ein bisschen das Ganze hier vor dem Herausrutschen sichern. Lukas, du kannst mal gerade ein Stück das Teil drehen. Dann gucken wir mal, wie das jetzt so funktioniert. Also wie man sieht, kann man hier das ganze Gestell jetzt ein Stück drehen und ich habe jetzt hier so eine Art Sicherung, mit dem ich jetzt, ja stopp, ja, geht jetzt durch. Jetzt ist der safe. Und jetzt hat man hier das ganze Auto einmal um 90 Grad gekippt. Hier sieht man auch noch mal die Befestigungspunkte an den originalen Body Mounts. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Sieht jetzt hier das Auto einmal verdreht. Die Scheibe hat zum Glück gehalten. Auf jeden Fall interessant. Ich habe das bisher auch noch nicht gemacht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ein Auto so auf dem Drehspieß habe. Und es sieht auf jeden Fall recht gut aus. Man kann natürlich super auch jetzt darunter arbeiten. Ich kann auch mal gerade zeigen, man sieht auch viele Teile jetzt viel besser. Ich mache mal hier gerade Licht an. Zum Beispiel hier solche Reparaturen. Da kann man natürlich jetzt schön dran arbeiten, weil das ist über Kopf natürlich immer problematisch. Da kommen immer Luftblasen rein, wie man hier sieht. Das kann man natürlich anders bearbeiten, jetzt wenn das Fahrzeug hier so steht. Ich gehe mal gerade hier durch, da kann man sich das mal anschauen. Noch schon mal einen Blick drauf werfen. Hier zum Beispiel die Stauraum- und Batteriekasten hier. Hier die Aufnahmen für die Sitze. Hier ist teilweise auch schon was weggerostet. Was mir auch noch aufgefallen ist, an den Schwellern sind an manchen Stellen hier Durchrostungen. Die kann man instand setzen jetzt. Hier auf der Seite auch. Das sind die Verstärkungen hier in den Schwellern. Hier der Kardan- und Getriebetunnel. Wie gesagt, das hier sind die Aufnahmen von den Sitzen, von den Sitzgestellen. Und hier sieht man die vorderen Radhäuser, wo auch schon im GFK Instandsetzungsarbeiten stattgefunden haben. Ja, ich werde mir das jetzt noch im Detail genau anschauen und natürlich euch das ein oder andere zeigen. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie es weitergeht bei dem Projekt, das seht ihr in der nächsten Folge.
schaltet wieder ein, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao. Na gut, und wieder zurück. Ja? Sehr schön.